So, Freunde der landwirtschaftlichen Unterhaltung, wir drillen heute den Hanf. Körnerhanf drillen wir heute, 25 Hektar. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Heute ist Samstag, bisschen Familienzeit soll ja eigentlich auch noch sein. Und das Ganze mit einer Amazone Primera. Und wir gucken uns das gleich draußen nochmal an. Wenn man das sich anguckt, das sieht erstmal aus wie flacher Stoppelsturz. Man muss dazu sagen, der Boden ist halt jetzt mega mürbe. Ja? Wir kommen aus dem Frühjahr raus. Wir haben hier schon Totalherbizid gefahren, relativ zeitig. Aus dem Grund, ich weiß ja nicht, wie viel Feuchtigkeit wir zu dem jetzigen Zeitpunkt der Aussaat noch hätten, wenn wir die Pflanzen drauf hätten. Mit einmal geht nämlich die Vegetation los, so bei uns Anfang April, und dann schießt das nach vorne und dann brauchen die Bestände richtig Wasser. Und auch hier so ein Ausfallweizen braucht dann richtig Wasser. Und da habe ich die letzten Jahre einfach festgestellt, auf meinem Standort ist es einfach die sichere Bank, den Bestand früh wegzuspritzen und dann das Wasser zu konservieren. Und das sehen wir gleich, wenn wir auch in den Bestand rausgucken. Wir sehen das gleich, da ist richtig Wasser noch im Boden und das wollten wir ja auch einfach. Wir wollten das Wasser halten. Also wir drillen heute Körnerhanf, 35 Kilo auf dem Hektar, und dazu geben wir noch 65 Kilo SSA als Startgabe. Das Ganze in einer Maschine, hier sind 2 Tanks verbaut, sodass wir beides unterbringen können. Körnerhanf wird gedroschen und vermarkte ich hinterher LKW-weise. Ich hoffe, es wären 2 ganze LKWs, das wäre ja natürlich optimal. Genau, 28 Hektar sind es insgesamt. Und auf der anderen Seite werden wir die Sonderkulturen anlegen. Da wird es aber dieses Jahr kein Mohn geben, denn das Saatgut ist ausverkauft. Man bekommt aktuell kein Saatgut von Mohn. Deswegen, wenn ihr nochmal Mohnöl probieren wollt, wir haben ja im Prinzip auch gar nicht letztes Jahr so viel geerntet, das waren ungefähr ein halber Big Bag gereinigte Ware. Ungefähr, und wer das nochmal probieren will, gerne einfach bestellen. Wie gesagt, das wird es dieses Jahr sozusagen dann nicht geben. Aber sieht schon gut aus, ne? Also ja, klar, es sieht nicht ultra krass nach No-Till aus. Ja, also dass wir den Boden gar nicht bewegen, das ist hier nicht der Fall. Wir bewegen den Boden einfach. Ja, wenn man sich das da jetzt anguckt. Und dadurch, dass der so mürbe ist, zieht er halt so ein bisschen auch jetzt die Grasrosen nach oben. Aber wir gehen auch, wie gesagt, einmal gleich raus und gucken uns das draußen an. So, das ist jetzt hier noch nicht die Maschine, die jetzt letztendlich auch auf dem Betrieb bleibt. Das ist eine Primera und es ist auch eine Primera bestellt. Aber die eigentliche neue Maschine kommt erst im Juni. Das hier ist sozusagen ein Vorführer, den wir jetzt zur Frühjahrsaussaat bekommen haben. Bis unsere Maschine jetzt nicht da ist, und ein Zeitfenster von einer Woche oder 2 Wochen, wo wir jetzt die Erbsen gedrillt haben. Nicht hier auf einem anderen Betrieb, und jetzt drille ich hier meine Sonderkulturen. Warum werden jetzt viele fragen, haben wir uns jetzt für eine Primera entschieden? Ich habe doch gesagt, die holt Steine nach oben. Jo, die holt Steine nach oben, das ist so. Aber ein Tod muss man sterben. Es gibt ja letztendlich keine Maschine, wo man sagt, das ist sie. Das ist die Maschine. Unterm Strich, warum sagt der Sollwert, kann nicht eingehalten werden? Unterm Strich muss man sagen, hat sich Amazone richtig ins Zeug gelegt. Es ist ja zusätzlich zu der Primera, ist es ja auch noch eine Presea geworden. Ja? Wollen wir das ausprobieren hier? Also zusätzlich dazu ist es ja noch eine Presea geworden. Eine Presea. So. Ja, und man muss sagen, da hat Amazone sich einfach ins Zeug gelegt und die haben gute Preise gemacht und auch vor allen Dingen für diese Maschine einen guten Preis gemacht. Wir müssen ja letztendlich, auch wenn wir jetzt auf Direktsaat umstellen wollen und wollen uns da versuchen, müssen wir letztendlich auch das Geld dieser Maschinen verdienen. Ja? Und wenn dann, sag ich mal, zwischen dieser Maschine und anderen Herstellern 50, 60, sogar zu einem Hersteller 110.000 Euro liegen, dann ist das ja erstmal der absolute Wahnsinn, und das muss man verdienen. Ich hatte ja auch in der Vergangenheit ein bisschen Kontakt zu anderen Betrieben, auch Betriebe, die Primera machen, und die überzeugt halt durch Einfachheit und vor allen Dingen durch sehr wenig Kosten generell. Anschaffung super günstig, Verschleiß. Ein Betrieb hat mir was von 2 Euro auf den Hektar Verschleißkosten gesagt letztendlich. Das ist schon hart wenig, aber der macht, glaube ich, 2000 Hektar damit. Das ist schon hart wenig, aber unterm Strich muss man sagen,
das ist natürlich was, ne? Und da gibt es andere Hersteller, da kommen wir auf 30, 40 bis 50 Euro Verschleiß auf den Hektar. Und auch Diesel hier, ich habe das nicht auf 0 gesetzt. Wir können jetzt hier einmal mal schnell gucken. Ich habe selber noch gar nicht reingeguckt, wie viel der hier verbraucht. Aber der 39 zieht das Ding einfach mal im Stand. So, hier 3 Liter auf dem Hektar, die wir aktuell brauchen. Und das ist quasi nichts. Und ja, das sieht jetzt erstmal in erster Linie aus wie Bodenbearbeitung. Aber letztendlich der Verbrauch auf dem Hektar zeigt ja auch, wie wenig Bodenbearbeitung das Ding wirklich macht. Ja? Also wie gesagt, ein Tod muss man sterben. Und klar, wir haben hier Bodenbearbeitung. Aber dafür haben wir die Probleme mit dem Hairpinning beseitigt. Ja? Also einfach da, wo das Stroh ist, wo Saat mit in das Stroh mit reinkommt, haben wir schlechtere Feldaufgänge. Und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel nach wie vor das Stroh abgebe, habe da meine Schwade, kann hier schräg drüber drillen, habe so einen gleichzeitigen Striegeleffekt, habe da trotzdem gute Feldaufgänge. Also wie gesagt, letztendlich ist es ein Kompromiss, den man da macht. Jeder hat sein Für und Wider. Und wir sind der Meinung, mit der Primera haben wir wirklich einen guten Kompromiss gemacht. Und da gehe ich auch davon aus, also die Feldaufgänge werden da sein. Das ist in erster Linie das Wichtigste. Klar ist das nicht der richtig krasse No-Till. Aber ich glaube, für die Umstellung, gerade für die Anfänge, wenn man seine Erfahrungen macht, wenn man lernt, dass es doch hier ein guter Weg, ein guter Mittelweg ist. Ja? Also ich sichere mir hier einfach die Feldaufgänge. Falsche Taste. Sodass ich letztendlich der Meinung bin, das wird was. Das wird was, Leute. So, ich kann ja auch mal ein bisschen langsamer fahren und dann gehen wir raus. Wie gesagt, Preis. Die Maschine, die wir bestellt haben, ähnliche Ausstattung. Wir haben aber noch den Saattank, den dritten Saattank hinten drauf. Ja, völlig andere Möglichkeiten dann auch nochmal. Und wie funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt hier ein bisschen langsamer fahre? Wie sieht das Arbeitsbild dann aus? Ähnlich würde ich fast sagen. So, wir halten mal an. Wir gehen mal raus, wir gucken uns das mal an. Übrigens, ich habe euch in der letzten Folge versprochen, wir gucken uns die Pulsweitenmodulation an von Babylieb. Aber ich war ja da mit dem Handy zugange und das war so windig, das hätten wir nicht machen brauchen. So, wir gucken uns das Ganze mal hier an. Wie gesagt, wir drillen Hanf mit SSA, ja, Schwefelsäure, Ammoniak, einfach Schwefel. Und dann werde ich hier auch nochmal mineralisch Stickstoff nachgeben, ungefähr 50 Kilo. Dann haben wir 60, 90 mit Nmin. Das sollte reichen auf jeden Fall. Wir hätten natürlich im Vorfeld Gärreste fahren können. Wenn der Bestand noch nicht totgespritzt ist, fährt man quasi dann in den Bestand. Das würde gehen. Ich meine, man könnte jetzt auch unmittelbar davor, man kann es auch als Einarbeiten dann zählen. Es ist ja wie ein flacher Stoppelsturz letztendlich. Man hätte auch Strip-Till machen können. Wir haben uns jetzt aber aus zeitlichen Gründen einfach dazu entschieden, das nicht zu machen. Genau. So sieht es also hinterher aus. Ja, wie gesagt, sieht aus wie ein flacher Stoppelsturz. Wenn wir jetzt aber das Ganze mal hier weggucken, ich meine, das ist alles super mürbe und deswegen fällt das Stroh auch so weg. Also hier haben wir unbearbeiteten Boden, das sieht man auch, der ist fest. Hier kommt dann eine Saatrinne. Ja, ungefähr auf 2 cm Tiefe liegt es hier. Na, da habe ich eben einen Düngerkorn gesehen. Aber es ist schwierig halt wieder diese Mengen zu finden. So, wenn wir jetzt hier weiter wieder gucken, wie gesagt, hier sieht man wieder unbearbeiteten Boden. Das Ganze täuscht halt, weil die Erde so ein bisschen spritzt. Ne? Also hier ist ja wirklich unbearbeiteter Boden. Hier auch. Und gucken hier, hier ist die Saat. Hier ist die Saat versteckt. So. Wir finden natürlich nicht, ist ja ganz klar, aber ich habe vorhin am besten mit dem Gerät eine Reihe gezogen, reingeguckt und Saatgut gefunden. Ne? Hier sieht man die Düngerkörner. Da. Hier haben wir ihn ja schon angehoben. So mache ich das am besten, wenn man die Körner halt nicht findet. Einfach Gerät im Boden lassen, da nachmessen, wie sieht das aktuell aus.
Und dann bin ich gespannt. Also die Erbsen, die wir damit gedrillt haben, die sind jetzt schon raus. Wir haben Erbsen in Direktsaat gemacht. 50 Hektar, glaube ich, waren das. In Sachsen-Anhalt. Da war ein Hanfkorn. Und die sehen wirklich hervorragend aus. Also das ist ein wahnsinnig geiler Feldaufgang. Vorteil ist hier mit Zinkensaatmaschine, du kommst halt ohne Probleme auf 4-5 cm tief. Das, was die Erbse so liebt, ja, das können wir hier ohne Probleme machen. So, vielleicht einmal noch mal kurz das Prinzip erklären. Viele sagen immer, die macht ja Strip-Till, Bodenbearbeitung, in der Tat nicht wirklich. Ja? Die lockert halt so tief, dass wir die Saatgutablage haben. Das heißt, wenn wir hier 2 cm tief legen, 2-3 cm, dann ist das ungefähr so tief in den Boden hier. Dann kommt hier die Saat raus. Ja, hier kommt dann die Saat raus. Und dadurch, dass die Erde hier sozusagen ein bisschen spritzt, fliegt sie hier wieder rauf und das lose Material fliegt halt auch so ein bisschen seitlich weg. Ja, wir haben den Vorteil, der Zinken räumt das Ganze hier beiseite. Man sieht das hier auch hier sehr schön. Ja, der Zinken räumt das hier beiseite, schafft sozusagen hier einen Saathorizont, wo das Ganze in den Boden kommt. Ja, hier so schön durch, hier durch und dadurch liegt die Saat halt richtig schön auf der Erde. Dann wird Erde wieder raufgespritzt hier oder auch seitlich angedrückt. Dadurch, dass sie mit Versatz arbeiten, drücken die den Boden so wieder ran. Ja, kann das hier schön sehen. Da ist jetzt Erde drüber und das Ganze wird dann hinterher noch mal mit dem Striegel angerollt. Ich finde es echt gelungen. Also muss man auch ehrlich sagen, die Primera hatte damals mit dem besten Feldaufgang in der Zwischenfrucht. Also die Zwischenfrucht war die beste Zwischenfrucht, die ich in der Direktsaat hatte. Ja, weil die einfach den Feldaufgang geschafft hat. Die hat einfach den Feldaufgang geschafft. Ja, du hast halt die Vorteile, du kannst jetzt auch hier vorher Mist streuen. Das ist jetzt so. Und ich habe mich letztens noch mal mit Michel unterhalten. Michel Dia, schöne Grüße gehen raus. Wir sind der Meinung, das ist einfach eine solide Variante, erstmal mit Zinkenschar zu arbeiten, dass man da richtig gut Erfahrungen sammelt. Hier haben wir Hanf. Hier haben wir den Hanf. So Leute, als ich gerade draußen war mit euch, habe ich festgestellt, da kommt ungewöhnlich viel Hanf aus dem Dosierer an den Seiten raus. Jetzt war ich auf dem Hof und habe das Rohr frei gemacht. Das war verstopft. Ja, weiß der Geier warum. So. Also weiter geht's. Und was ich noch nicht so richtig weiß mit der Fahrgasse. Drillt er jetzt eine Fahrgasse oder nicht? Muss ich einfach mal nachgucken. Aber nicht, dass er die ganze Zeit jetzt eine Fahrgasse drillt. Weil ich kann ja auch nicht weiter und nicht zurückschalten, die Fahrgasse. So, weil es halt 0 Fahrgasse eingestellt, wisst ihr? So, ich habe jetzt hier die Seite ausgemacht. Ich werde das jetzt hier nochmal nachdrillen. Weil da kam wahrscheinlich nur mittig und das oberflächlich raus, gar nicht aus dem Dosierer. Und ja, Leute, wie sieht denn das aus? Ne? Also, wir lassen das Gerät jetzt mal runter. Unten. Der Vorteil ist, wir können jetzt direkt gleich die Hanfkörner suchen und nicht nur den Dünger. Und ich hoffe, da kommt jetzt auch Hanf raus. Und nicht, dass ich da noch die Klappe aufgelassen habe. Ne, die Klappe ist zu. Ja. Das Rohr ist leider noch nicht frei. Ich muss jetzt noch mal alles auseinanderbauen. Ich muss jetzt hier die Schellen lösen. Die beiden. Und gucken, warum das Rohr nicht frei ist. Woran das liegt. Kann ja nicht sein. Dass ich daran schon hier den ganzen Tag rumdoktor. Warum das dicht ist, ich verstehe es nicht. Versteht nicht, Leute. So, ich versuche mich erstmal. Bis gleich. So, Leute. Ich habe hoffentlich das Problem gelöst. Gucken wir uns das mal an. Wir fahren mal ein ganz bisschen. So, Dosierer dreht erstmal. Ah, jetzt sehe ich auch da oben die Körner fliegen. Ah, man sieht das total. Sogar. Ja, jetzt sehe ich da oben die Körner fliegen.
Jetzt gucke ich nochmal nach der Ablagetiefe. Und dann dürfte das eigentlich seinen Gang gehen. Gucken wir mal hier rein. Ja, hier sieht man sie jetzt. Sieht gut aus? Sieht gut aus. So, ein bisschen Geschwindigkeit. Und dann sieht das nachher wieder so aus. Ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich da oben den Verteilerkopf aufgeschraubt. Und dabei habe ich auch gleich gesehen, ja, tatsächlich war die Fahrgassenschaltung aktiv. Gut, dass uns das jetzt aufgefallen ist. Wenn die ganzen 28 Hektar Hanf nachher so gewesen wären, da hätten wir keinen Spaß gehabt. So, aber jetzt ist 13 Uhr, Leute. Ich habe heute Morgen kurz nach 8 hier angefangen. Also ihr seht, ich kenne die Maschine nicht, muss mir das alles im Prinzip erstmal beibringen. Ich habe auch keine Einführung dafür bekommen. Ja? Hat ein anderer Fahrer gekriegt in Sachsen-Anhalt. Und wenn die eigentliche Maschine kommt, dann geht das klar. Und in der Regel, weil ich ja jede Maschine schon mal irgendwie hier hatte, komme ich da auch im Groben zurecht. Und man sieht es ja. Also ich muss mich zwar einfuchsen und immer mal wieder ein bisschen suchen, aber ihr kriegt das schon alles hin. So, Fahrgassenrhythmus. Machen wir nochmal 0. Und dann müsste theoretisch, ja, wenn wir 0 machen, macht er eine Fahrgasse. Wie kann denn das sein? Wenn wir sagen, Fahrgassenrhythmus ist 0. Also ich möchte ja theoretisch die Fahrgasse ausstellen. Und wenn ich jetzt hier raufgehe und sage, Fahrgassenrhythmus 0, heißt das für mich, so, okay, ja, wir haben das geändert. Jetzt können wir nochmal rauf gucken. Jetzt ist hier keine Fahrgasse. Ist ja auch toll, aber ich will die ja auch nicht sperren. Also ich habe ja Angst, ich vergesse das und mache trotzdem Fahrgassen. Und bei der EDX kann man die eigentlich ausstellen. Vielleicht, Moment, ich muss immer noch mal gucken. Vielleicht kann man auch hier sagen. Okay. Was habe ich jetzt gemacht? Fahrgassenintervall geändert. So, da ist sie wieder. So, ich will ja. Ja, okay. Fahrgast konfigurieren. Ach, das ist Intervallfahrgasse. Er strichelt sozusagen. Ja, ist doch gut jetzt. Er strichelt dann sozusagen die Fahrgasse. Okay, machen wir mal Neustart. Das ist ja interessant. Das heißt, man muss keine durchgängige Fahrgasse machen, sondern man könnte so ein bisschen stricheln. Dann hätte man trotzdem bewachsene Fläche, aber man kann da eine Fahrgasse erkennen. Das ist schon was. So, jetzt hat er natürlich die Arbeitsbreite rausgeschmissen. Mal gucken, ob er das gleich nochmal wieder übernimmt. Und hier müssen wir einmal neu starten mit der DMC. Okay. So, Gerät ist erstmal wieder da, aber hier noch nicht per GPS, wahrscheinlich jetzt durch den Neustart. So, jetzt kommt sie hier, jetzt ist da DMC, jetzt ist da wieder 6 Meter. Okay, ich will keine Belegung. Nein, möchte ich nicht. So, jetzt haben wir keine Fahrgasse, jetzt müsste ich einfach Stopp machen. Aber das kriege ich noch raus. Könnt ihr auch gerne in den Kommentaren schreiben, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich das hin, dass ich im Prinzip die für immer ausmachen kann? Ja, wie geht das? Aber sonst zeigt ihr die ganze Zeit immer Fahrgassenstopp aktiv an. Will ich nicht. Will einfach keine Fahrgasse haben. So. Drin im Boden. Der hat übrigens auch dieses neue System drin, die ermittelt alleine die Zeit, die es braucht, dass das Saatgut fliegt. Wisst ihr? Also normalerweise muss man ja gucken, für Section Control muss man ja immer einstellen, meinetwegen, das fliegt jetzt eine halbe Sekunde, eine Millisekunde, bis es am Char ist oder eine Sekunde.
dieses System kann es alleine ermitteln. Ja, das heißt, der sagt dann auch mal, hey, neue Zeit ermittelt jetzt, die es braucht, dass das Material ankommt. Ist eigentlich eine sehr, sehr smarte Sache, um ehrlich zu sein. Gefällt mir. Weil man hat ja zum Beispiel eine Erbse, fliegt ja anders als ein Raps und. Und damit das Section Control nachher gut ist. Ich fahre jetzt erstmal ohne Section Control, weil auch da habe ich noch keine Einweisung bekommen und ich traue mich auch noch nicht so richtig. Wenn man nachher erstmal wieder diese Saatfenster hat oder die ersten Meter sind nicht gedrillt, dann sieht das natürlich blöd aus. Deswegen will ich das auch in erster Linie nicht. Ja, jetzt haben wir hier auch 35 Kilo auf dem Hektar. Jetzt haut das auch hin. Ja, vielleicht ging der vorhin ein bisschen schwerfällig, der Rotor, was ich fast glaube. Ja, dann fahre ich jetzt erstmal und sag mal bis später. So Leute, es ist inzwischen fast 15 Uhr und ich habe es hingekriegt. Also ganz einfach. Ich habe das schon die ganze Zeit gesucht, aber ich habe das nicht gefunden. Da gibt es an der Seite Fahrtrichtung links an den 3 Luftschläuchen. Muss ich euch später noch mal zeigen. Da gibt es so eine Schranken, so eine Luftschleusen, die man auf und weiter zumachen kann. Und das habe ich die ganze Zeit gesucht. Ich habe gedacht, Mensch, irgendwo muss das doch zugestellt sein, damit so wenig Luft da nur durchgeht. Ja, weil die können ja nicht fliegen. Diese ist ja noch mal zweimal verstopft. Und ich bin ungefähr 200 Meter gefahren und dann ist es immer wieder verstopft. So, jetzt habe ich den geändert. Der war ungefähr auf 20% offen. Wahrscheinlich war eine extrem leichte Sämerei da drin. 20% offen. Jetzt wieder aufgemacht. Und jetzt geht es. Jetzt fahre ich hier gerade die 3. Bahn. Aber vorher ist das ungefähr so alle 20 Meter verstopft. Ja. Aber jetzt sehe ich da oben auch immer fleißig die Körner fliegen in den Verteilerköpfen. Und jetzt haben die auch eine ganz andere Geschwindigkeit als vorhin. Also vorhin sind die da wirklich so Laridari hochgeflogen und dann so langsam nach unten sich bewegt. Aber jetzt rasseln die da richtig durch. Die rasseln richtig durch, Leute. So, aber fragt mich nicht, Leute, jetzt zeichnet er hier nicht mehr auf. Normalerweise, Isobus gibt ja alleine mal Bescheid, wann aufzuzeichnen ist und wann nicht. Naja, aber ich habe gleich mit dem richtigen Experten noch telefoniert und der hat mir noch gleich gesagt, hier Fahrgast Nummer 15, der Rhythmus 15 heißt keine Fahrgäste mehr produzieren und keine Fahrgäste mehr haben. Da seht ihr das. So, das Stück, was ich jetzt hier gemacht habe, mache ich jetzt nochmal ohne Dünger, weil der kam ja raus. Beziehungsweise weniger Dünger. Ja, genau, kann ich jetzt auch wieder ausmachen. Weil ich gedacht habe, vielleicht zeichnet der nur den Düngerbereich auf, nur noch ein Behälter, aber dem ist nicht so. Man muss ihm bestimmt sagen, durch welchen Behälter er aufzeichnet. Ist das auch so, muss ich auch vielleicht das Section Control zuschalten? Moment. Können wir ja mal hier live ausprobieren, Leute. Da, Section Control. Zack an. Und nur innerhalb der Fläche. Genau, nur innerhalb der Fläche. So. Ah, ja, hier, Leute, jetzt seht ihr. Jetzt zeichnet er. So. Jetzt ist die Frage, wenn wir jetzt über die Grenze fahren, ob er abschaltet oder nicht. Schaltet nicht ab. Wir müssen nämlich noch hier in dem System auch Section Control aktivieren, aber wie gesagt, da traue ich mir eigentlich noch gar nicht. Da müssen wir es anmachen. So, jetzt haben wir eigentlich Section Control dran, ne? Und an. Nee, hier muss ich rein. Das war das zweite Mal schon, jetzt muss ich hier rein. Ist natürlich schwer zu sehen, ne? So. So. Ja, aber jetzt hat er nur eine Seite verzögert eingeschaltet. Wir machen das mal lieber aus. Und dann ist gut. Machen das mal lieber aus. Aber man sieht, hätte ich eine richtige Einweisung gekriegt für die Maschine, dann wäre mir das ja schon mal nicht passiert.
dann hätte ich hier heute richtig arbeiten können. Da seht ihr mal, wie wichtig die richtige Einweisung ist. Na klar, habe ich mir das jetzt alles hier irgendwie selber erarbeitet, mit einem Telefonat noch dazwischen. Und ja, letztendlich seht ihr es selber, hätte man eine Einweisung gehabt, aber wir werden ja noch eine kriegen für diese Maschine hier. So, ansonsten, Arbeitsbild sieht natürlich hervorragend aus, also ich bin zufrieden und begeistert. Man kann sich hier sicher sein, der Feldaufgang geht, aber auch egal, welche Drillmaschine wir jetzt hier hätten, das wird alles funktionieren, denn der Boden ist super möbel, die Stoppeln sind super brüchig, ja, die überwintern jetzt noch mal mehr. Also egal, welche Drille wir jetzt hier in Direktsaat hätten, das hätte jetzt überall geklappt. Da seht ihr schon die rausgekämmten Steine. Wenn wir natürlich Steine sammeln, nützt nicht. Gut, Leute. Soweit erstmal. Ja, ich fahre jetzt hier noch eine halbe Stunde und dann ist Familiennachmittag, habe ich Lisi versprochen. Und genau. Dann werden wir erstmal ein Eis essen fahren. Sind nämlich 21 Grad draußen, super warm. Nicht ungewöhnlich für Mitte April, würde ich jetzt sagen. Will jetzt auch nächste Woche eigentlich mit Mais legen. Anfang ist relativ früh, aber ich packe dieses Jahr das Maislegen einfach so, wie ich das arbeitstechnisch alles schaffe. Schaffe ich nächste Woche, zack, fertig und dann machen wir das und dann ist gut. So Leute, bis nachher. So Leute, weiter geht's im Programm. Ich habe schon über 20 Hektar Hanf drin und ich wollte euch noch die Schleuse hier zeigen. Hier kann man den jeweiligen Luftstrom einstellen und ich habe es nicht gefunden. Ich habe die ganze Zeit eigentlich nach so einem Regler gesucht, wie damals bei der EDX. Aber jetzt wurde das so gelöst und das war das Problem, was wir hatten. Ja, können wir uns das Ganze mal angucken. Hier ist ja die Fläche, die wir letztes Jahr aus dem Bioanbau übernommen haben. Und wenn ihr euch erinnert, hier stand ja alles voller Quecke. Das war hier ausgegrünt wie Grünland. Das haben wir gut in den Griff gekriegt. Jetzt hatten wir hier ein bisschen Kamille, ein bisschen einjährige Rispe ist da drin, ein bisschen Vogelmiere. Ja, unterm Strich sieht es eigentlich ganz gut aus, muss man sagen. Hier ist jetzt die Saat drin. Der Boden ist natürlich hier sehr, sehr hart. Ja, die wird ja hier zwar angerollt. Sehen wir die nochmal irgendwie hier, die Saat irgendwo? Aber sie wird ja drin sein. Sie ist ja aus dem Saattank raus. So. Wir waren hier natürlich schon mit einem Totalherbizid. Ja, wir finden jetzt hier keine Saat, Leute. Aber wir werden das sehen. Der Feldaufgang wird schon da sein. Da war doch eben, hier ist doch ein Düngerkorn. Da liegt's. Ne, kein Düngerkorn, hier ist ein Hanfkorn. Hier liegt's, Leute. Da ist das Hanfkorn. Also ich bin schon guter Dinge, dass das rauskommt, dass das funktioniert. Warum eigentlich auch nicht? Ne? Was ein bisschen kontraproduktiv ist, sind hier diese Dämme. Die hatten wir auch schon im Herbst, als wir da mal mit Weizen gedrillt hatten. Aber alles im Allen sieht es ja so ganz gut aus. Ja, Dieselverbrauch sind wir bei nicht ganz 4 Liter auf dem Hektar mit Umkehren, Wenden, alles drum und dran. Also ziemlich wenig. Ja, und dann ziehe ich hier erstmal weiter meine Bahn. Der Hanf ist dann fertig. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann machen wir die Sonderkulturen. Drillen wir auch mit der Primera an Direktsaat. Genau. Schauen wir, wie wir da vorankommen. Aber ja, warum nicht? Das sollte seinen Gang gehen. Bis dann, Leute.